Heute möchte ich mit euch mal über das Thema Qualität von Supplements sprechen und wie transparent oder intransparent dieser Bereich ist. Keine Sorge, ich trage nicht jeden Tag dasselbe T-Shirt. Heute ist einfach Content-Tag gewesen. Heute habe ich einfach mal ein paar Videos aufgenommen, die ihr jetzt Stück für Stück über die nächsten Tage und Wochen gesehen habt oder sehen werdet. Folgendes Szenario. Nein, ich habe keinen Code. Nein, ich war nicht auf der FIBO, irgendein Influencer. Ich habe viel zu wenig Follower. Aber ich habe neue Omega-3-Tabletten gebraucht und habe mir die von ESN gekauft. Und die Frage ist, warum habe ich eigentlich zum Beispiel die Omega-3-Tabletten von ESN genommen und warum habe ich nicht andere genommen? Also, wenn ihr einen Code wollt, hier Urs Polacco, ne, dann gibt es, glaube ich, 20-25%. Ich habe keine Ahnung, ich habe mit ESN nichts am Hut. Ich mag einfach deren Proteinpulver und nehme seit jetzt, glaube ich, einem Jahr das Proteinpulver hier. Wir machen das nochmal hier so richtig Influencer-mäßig. Das ist Omega-3. Aber das ist eigentlich nur der Aufhänger dafür, weil diese Omega-3-Tabletten haben mich eigentlich mal dazu gebracht, zu hinterfragen, was sind eigentlich gute Supplements und wie entscheide ich das? Und ich habe wieder hier mein iPad dabei und wir gehen jetzt mal so eine Geschichte durch. Also stellt euch vor, ihr wollt Omega-3-Tabletten kaufen. Das kann auch Magnesium sein oder irgendwas anderes. Aber das ist jetzt hier mein konkretes Beispiel. So, dann ist der Klassiker wahrscheinlich, entweder ihr googelt, ja, ihr fragt mittlerweile ChatGPT, oder ihr geht direkt auf Amazon und gebt dort ein Omega-3-Tabletten. So, dann finden wir, halten wir mal das iPad mal hochkant, dann sehen wir auch mehr Text. Ne? Dann seht ihr so Marken wie ESN, die sind glaube ich auch bei Amazon, ihr seht Sunday Natural, ihr seht Natural Elements, ihr seht Nature Love, ihr seht bei Omega-3 vielleicht sogar Norsan, so ein norwegisches Unternehmen. Und wer sich mit Longevity auseinandersetzt und irgendwie bei New Sapiens unterwegs ist, der wird auch schon mal was von Molekular gehört haben. Und dann schaut man sich das so an und guckt sich so die Preise an und denkt sich so, ja, Molekular, eine Tablette 33 Cent, ESN, eine Tablette 13 bis 15 Cent, dann gibt es noch meistens 10 bis 20% Rabatt. Sunday Natural 33 Cent, Natural Elements 8 Cent, Nature Love 8 Cent, Norsan gibt es verschiedene Varianten, im Schnitt 25 Cent. Also wir sehen hier Preise von 8 bis 33 Cent pro Tablette. Dann ist ja eigentlich relativ schnell erstmal klar, ja, Nature Love und Natural Elements sind am billigsten und Molekular ist am teuersten. Also wenn ich ein Sparfuchs bin, dann nehme ich Nature Love. Wir haben jetzt noch gar nicht über Qualität gesprochen, wir gucken erstmal nur auf den Preis, denn wir wissen alle immer, Geld ist wichtig. So, dann gucke ich im Internet, worauf kommt es denn eigentlich an, was ist bei Omega-3 wichtig, was ist bei Magnesium wichtig, etc. Und dann merke ich, okay, EPH und DHA, die sind wichtig und dann muss man sich noch entscheiden, in welchem Verhältnis man diese Öle quasi haben möchte. Und dann gibt es unterschiedliche Empfehlungen, 2:1, 1:1. Wir gehen jetzt mal davon aus, 2:1 ist die richtige Menge, die Longevity-mäßig empfohlen wird. Dann gucken wir uns mal an, eine Tablette von Molekular hat zum Beispiel 500 Einheiten EPH und 250 Einheiten DHA. Gehen wir das weiter durch, ESN 400:300, also ungefähr ähnlich, nicht ganz. Sunday Natural plötzlich umgedreht, 200:400, also 1:2. Natural Elements 180:120, also grob 1:1, irgendwie 1,5:1 oder so. Nature Love genauso und Norsan hat hier 180:90, also auch 2:1, aber eine viel geringere Menge an EPA und DHA als die anderen Anbieter. Und dann googelt man weiter und dann findet man raus, guck mal, EPA, empfohlene Tagesmenge, auch da gibt es immer wieder unterschiedliche Empfehlungen, aber gehen wir mal davon aus, am Tag werden empfohlen 1500 Einheiten EPH und 750 Einheiten DHA. So, jetzt muss man dann halt entscheiden, weil man kann die Mischung ja nicht sich komplett selber aussuchen. Möchte ich jetzt auf die DHA 750 kommen oder auf die 1500 EPA? Und dann sage ich, okay,
basierend auf EPA gucken wir, dass wir das voll bekommen. Und plötzlich merke ich dann, die Preise ändern sich. Also molekular reichen 3 Tabletten, kostet mich eine Portion am Tag 1 Euro. ESN brauche ich 4 Tabletten, um auf 1500 EPA zu kommen, 60 Cent pro Portion. Bei Sunday Natural muss ich 8 Tabletten nehmen, bin ich bei 2,64 Euro pro Portion. Bei Natural Elements und Nature Love ähnliches Ergebnis, bin ich auch bei 2,64 Euro und auch bei Norsan bin ich bei 2,64 Euro. Jetzt bin ich irritiert, weil überall 2,64 Euro steht, aber ich glaube, das stimmt so. Auf jeden Fall merkt man dann, guck mal, Natural Elements und Nature Love, was übrigens irgendwann rauskommt, dass das dieselbe Firma ist, die nur irgendwie 2 Marken vermarktet, Mediamarkt Saturn mäßig, ist deutlich teurer, wenn man auf die gewünschte Menge kommen will, als die zunächst teureren Marken wie Molekular und ESN. Und auch Norsan ist dann am Ende, also die wirken ja vorher schon ein bisschen teurer, aber sind auch nicht so gut. Und bei Sunday Naturals muss man jetzt natürlich auch betonen, das ist dann vegan. Und bei den veganen Alternativen, also bei den pflanzlichen Alternativen, ist es immer so, dass EPH zu DHA umgekehrt sind. Und wenn man jetzt aber sagt, ich möchte auf meine EPA-Menge kommen, da muss man natürlich so viel nehmen, dass man auf diese Menge kommt, dass man dann natürlich aber auch einen deutlichen Überschuss an DHA hat. Also natürlich jetzt hier ein bisschen, es ist nicht falsch gerechnet, aber wenn ich dann das als Messgrundlage nehme, die 1500 EPA, wird es auch ganz schön teuer. Und jetzt habe ich am Ende eine Preisentscheidung getroffen. Ich sage ich möchte die günstigste Tablette haben, ESN, von denen ich jetzt verglichen habe. Kleiner Tipp, ich habe einen YouTuber entdeckt, ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist oder nicht. Wie hieß der? Food Corner oder so, Fitness Food Corner, ich verlinke den irgendwo. Der hat sich die Mühe gemacht und hat ganz viele verglichen. Der ist irgendwie so ein kleiner ESN-Hater, More Nutrition-Hater, das ist ja alles so ein Konglomerat, alle hängen da irgendwie mit zusammen, Quality Group etc. Der hat irgendwie ESN gar nicht damit reingenommen, der hat aber trotzdem ganz viele andere miteinander verglichen und schreibt auch irgendwo drunter, dass ESN nicht die billigsten sind, aber schon im Preis gut dabei sind. Ich glaube noch Galacticus oder so war wohl anscheinend noch besser. Aber wir haben jetzt dann schon mal gemerkt, okay, also das, was am Anfang vielleicht teurer wirkt, ist vielleicht gar nicht so teuer, weil ich muss ja auf die EPA-Einheiten kommen und plötzlich sind andere Sachen günstiger. Aber jetzt ist immer noch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich das Bessere? Also ich weiß, was das günstigste ist, aber wo ist jetzt die Qualität? Ist jetzt das nur, was jetzt am anscheinend teuersten war, auch wirklich besser oder nicht? Oder das Billige? Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Und dann kommen so ein paar Fragen auf. Also zum Beispiel, stimmt die angegebene Menge eigentlich? Wo kommt der Fisch eigentlich her? Sind da Pestizide drin oder so? Oder sind die Fische krank gewesen? Zerstöre ich auch Fischfanggebiete und zerstöre quasi die Artenvielfalt? Werden den Fischen Tabletten zugeführt, weil sie irgendwie aus einer Fangkultur kommen? Sind die Fische mit Blei vergiftet, weil sie in einem Fanggebiet leben, was einfach schon verseucht ist von uns Menschen? All diese Fragen kommen auf und man kann viele davon gar nicht beantworten. Also, wenn du einen guten Anbieter hast, dann testet der jede Charge, die reinkommt. Und dann guckt der, passt die Menge an EPH, passt die Menge an DHA, gibt es Verunreinigungen. Die meisten, muss man sagen, die testen nicht jede Charge, sondern jeden Monat, jedes Quartal. Kommt ja auch drauf an, so ein ESN, die haben natürlich auch so eine Menge, die produzieren, da kommt vielleicht ein Molekular noch gar nicht hin, die haben vielleicht einen viel größeren Durchlauf, kaufen vielleicht auch viel mehr auf Vorrat. Also da muss man auch gucken, wie oft gibt es eigentlich, also wie oft wird eine Charge aufgebraucht. Aber beim Omega-3, das soll ja auch immer möglichst frisch sein, damit es halt noch gut ist und nicht fischig schmeckt. Und das Einzige, was man quasi hat, sind die Laborergebnisse, die einem sagen,
ja, da ist die richtige Menge an EPA und DHA drin und ja, es gibt keine Verunreinigungen und ja, es ist das drin, was wir angeben. Aber wie gut ist jetzt dieser Fisch? Ist der auch vielleicht bio oder so? Wahrscheinlich nicht. Aus welchen Fischfanggebieten kommt der? Ist das nachhaltig etc.? All diese Informationen werden nicht angegeben. Und ich habe hier auch mal so reingeschrieben, was kann ich testen? Also molekular, macht zum Beispiel Labortests, Prüfung auf Unreinigungen, ESN, Labortests, Prüfung auf Verunreinigungen, Prüfung der enthaltenen Menge, Sunday Naturals, Prüfung auf Verunreinigungen und weitere Stoffe, Prüfung der enthaltenen Menge. Ich habe auch dazu geschrieben, die ausführlichsten Tests, die man finden kann. Dann Prüfung Norsan haben hier ihr eigenes Labor oder nennen das Labor nicht. Also da ist auch die Frage, wie unabhängig ist eigentlich dieses Labor? Ist das Labor unabhängig? Vielleicht ist das ja einfach auch gar nicht vertrauenswürdig. Woher soll ich das wissen als Consumer? Ich kenne mich ja mit den ganzen Laboren gar nicht aus. Ich will jetzt auch nicht stundenlang googeln, ob dieses Labor vertrauenswürdig ist oder nicht. Das kommt auch noch dazu. Und ich habe hier geschrieben, nach dieser Analyse weiß ich, dass alle Anbieter ihre Produkte prüfen lassen. Einige Labortests sind detailreicher, andere sehr simpel. Basierend auf dieser Analyse würde ich zum Beispiel Sunday Naturals am besten finden, weil sie mir die meisten Informationen bieten. Und so wie ich das auch mitbekommen habe, wird das auch Sunday auch viel gelobt. Aber auch da muss man wieder sagen, oft sind die Labortests dann auch bei Sunday schon ein bisschen älter. Bei ESN übrigens kleiner Tipp, wenn ihr da die Labortests sucht, dürft ihr nicht den obersten nehmen, sondern ihr müsst das öffnen und dann den untersten nehmen, weil der unterste der aktuellste ist, weil das natürlich das ist, was man immer als erstes öffnet, Leute. Ne? Kleiner Online-Marketer, ESN-Zuhörer vielleicht hier, mal ein bisschen anpassen, das wäre sinnvoll. Und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, wenn ich diese Analyse abgeschlossen habe, dann würde ich mich für ESN entscheiden. In den Tabletten ist viel enthalten, ich muss nur wenige Tabletten schlucken, der Preis ist günstig und die Produkte wurden von einem externen Labor untersucht. Hinzu kommt, dass ESN eine bekannte Marke ist, die zwar einen schlechten Ruf hat, zum Beispiel haben sie Team Anro geschlossen und der CEO ist vielleicht ein bisschen streitbar oder der Leute, die dabei sind, so wie Christian Wolf und so, das haben sie ja rausgeschmissen, aber trotzdem, aber für hochwertige Produkte steht. Und dann habe ich mit Molekular geschrieben, weil Molekular zum Beispiel sich selbst vermarktet als hochwertig, wir sind besonders, wir haben die tollsten Produkte. Aber wenn man auf der Website schaut, kann man das nicht herausfinden. Also die haben auch Labortests, aber da stehen auch nicht die Fischfanggebiete und so. Dann habe ich die angeschrieben und da hat sogar einer der Gründer, hat mir da auch geantwortet. Und da habe ich zum Beispiel geschrieben, warum Molekular, warum Thorne. Also Thorne ist auch so eine bekannte Marke, die auch ganz viele Zertifikate hat, die angeblich viel von amerikanischen Leistungssportlern genutzt werden. Warum andere Marken, die behaupten, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen und sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. So, dann habe ich darauf auch eine Antwort bekommen. Kleiner Schnitt, ich suche das mal kurz raus. Wir sind meines Wissens der einzige Supplement-Anbieter, der ausnahmslos jede einzelne Charge von unabhängigen Laboren prüfen lässt. So, das ist zum Beispiel so eine Sache, das kann man ja auch gar nicht nachprüfen. Also das wäre cool, wenn Sie das machen. Aber ich weiß ja auch nicht, ob das wirklich immer jede Charge ist, die geprüft wird. Aber das ist natürlich schon mal ein gutes Transparenzzeichen. Und dann geht es auch darum, dann sagt er hier auch zum Beispiel, dass es halt auch wichtig ist, diese Tests immer durchzuführen, weil es auch mal passieren kann, dass eine Charge nicht den Ansprüchen genügt und dann darf man schon, aber da weiß ich nicht, ob man es darf, aber dann sollte man natürlich diese Charge auch nicht auf den Markt bringen. Das heißt, jedes Mal, wenn eine neue Charge von ESN kommt oder von irgendeiner anderen Marke, dann sollten die dazu auch Labortests haben und dann das rausbringen. Und dann muss man gucken, und das fällt mir jetzt auch schon wieder schwer, kann ich jetzt eigentlich nachprüfen, zu welcher Charge diese Dose gehört? Ich wüsste es jetzt gar nicht genau. Und dann müsste man genau gucken, okay, diese Dose kommt aus dieser Charge, aber diese Dose kann ja auch noch aus einer älteren oder aus einer neueren Charge kommen. Weiß ich ja nicht genau. Also sehr intransparent für mich als Kunden. So, und dann geht es hier auch nochmal um das Thema, was ich auch erwähnt habe, um das Thema Fanggebiete. Und auch da wird hier zum Beispiel gesagt, die meisten geben das eigentlich gar nicht an. Aber ich konnte zum Beispiel bei Molekular auch nicht herausfinden. Also beim Schreiben hat er mir dann darauf geantwortet und hat dann auch gesagt, ja, das kommt aus den und den Gebieten. Aber im Prinzip machen Sie sich Gedanken dazu, setzen sich damit auseinander, wo bekommt man jetzt eigentlich eine gute Qualität her.
Aber ob das jetzt ein ESN macht, ob das ein Sunday Naturals macht, ob das ein Galacticus oder wie auch immer die nennen machen, ob das ein Nature Love und Natural Elements, ob das ein Norsan macht, das weiß man nicht, weil halt niemand sagt, wo er seinen Fisch her hat. Häufig liegt es auch wahrscheinlich daran, dass die meisten einfach ihre Fischölkapseln, und wahrscheinlich ist es bei anderen Nahrungsergänzungsmitteln auch so, einfach von anderen kaufen. Also wahrscheinlich macht ESN das alles gar nicht selber, sondern kauft das von irgendeinem Anbieter und die anderen kaufen das auch. Also dieser Fitness-Food-Typ hat zum Beispiel gesagt, es gibt in der Regel, ich weiß nicht, 5 Anbieter oder so, die also quasi 5 Werke, die das produzieren und dann wird halt ein anderes Label draufgeklebt und dann verkauft man das. Also im Zweifel wissen die das selber noch nicht mal und kaufen das eventuell einfach nur auf, lassen dann nochmal einen Labortest drüber laufen, gucken, ob alles stimmt, ob die Werte stimmen, ob die Menge stimmt, ob das Fettprofil stimmt. Und dann geht es in den Verkauf. Vielleicht wissen die selber nicht mal, wo es herkommt. Aber für mich als Kunden halt einfach super intransparent. Und das ist eigentlich so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, warum ich einmal dieses Video machen wollte. Nur weil hier jetzt irgendwie ein Markenname steht, heißt es noch nicht, dass das gut ist. An sich glaube ich schon mal, dass ein Markenname an sich einen gewissen Impact hat, weil da ein gewisser Ruf hintersteckt, weil viele das schon benutzt haben, weil wahrscheinlich dann auch einige da vielleicht schon mal Tests gemacht haben. Das steht mehr in der Öffentlichkeit. Also, dass ESN richtig Mist baut, würde eher auffallen als bei einem kleinen Anbieter, der einfach super, super billig produziert. Aber nur weil das von ESN ist oder von Molekular oder von Sunday Naturals, heißt es aber immer noch nicht, dass das die höchste Qualität ist. Und das Problem ist einfach, gerade bei Omega-3, ist es für mich als Consumer einfach kaum möglich zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich das hochwertigste Produkt, was für mich und meinen Körper am besten ist und auch für die Umwelt am besten ist. Und darum hilft es bei solchen Sachen dann am Ende meistens doch nur zu sagen, ich nehme das, was für mich am billigsten ist oder was vielleicht, sagen wir mal als erstes, die Mischung aus EPH und DHA stimmt. Ich möchte vielleicht nicht so viele Tabletten nehmen und dann gucke ich, was für mich am Ende das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und für mich, ich habe jetzt auch, der andere Typ hat wahrscheinlich noch mehr getestet, aber ich habe für mich irgendwie 5, 6, 7 Marken angeschaut und für mich war dann am Ende ESN das preiswerteste und auch das, wo ich den Namen kenne, wo ich auch weiß, wenn ich das da bestelle, dann funktioniert der Shop gut. Das einfach nochmal für euch so ein kleiner Anstoß zum Thema, denkt doch mal über die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln nach und überlegt euch mal, ob ihr dort überhaupt nachvollziehen könnt, ob euer Magnesium, euer Vitamin B12, Vitamin D3, Omega-3, all diese Sachen, ob die überhaupt eine gute Qualität haben und ob ihr das nachprüfen könnt.